Triggerwarnung. Im Verlauf dieser Dokumentation werden wiederholt gewaltvolle Handlungen beschrieben, gezeigt und nachgestellt. Thematisch bewegen sich die dokumentierten Gewalthandlungen in den Bereichen rassistischer Gewalt, antisemitisch motivierter Gewalt, Gewalt gegen Frauen und LGBTIQ+. Chemnitz, Mittelsachsen. Knapp 250.000 Menschen leben hier in der drittgrößten Stadt des Bundeslandes. Trotzdem hält in Chemnitz kein Fernzug. Die Stadt liegt in einer der strukturschwächsten Regionen Deutschlands. Von dem Reichtum, erwirtschaftet durch die Hochindustrie im 19. Jahrhundert, ist wenig geblieben. Noch heute ist die jüngere Stadtgeschichte sichtbar. In der DDR hieß Chemnitz Karl-Marx-Stadt. Die durch den Zweiten Weltkrieg zerstörte Innenstadt wurde, um sozialistische Ideen erweitert, wieder aufgebaut. Mitten im Zentrum der Großstadt steht der Nischel, das Wahrzeichen von Chemnitz. Der größte Karl-Marx-Kopf der Welt. Chemnitz war jahrelang von Wegzügen geprägt. Mit dem Zerfall der DDR verließen viele junge Menschen die Stadt. Mit einem Durchschnittsalter von 47 Jahren war Chemnitz im Jahr 2021 die älteste Stadt Europas. Knapp 7% der EinwohnerInnen sind arbeitslos. Heute wohnen etwa 50.000 Menschen weniger hier als noch im Jahr 1990. Erst ab 2010 änderte sich dieser Trend und 2015 kamen dann zum ersten Mal mit der Ankunft von Geflüchteten deutlich mehr Menschen nach Chemnitz als wegzogen. In der Folge wurde die Stadt wieder belebter. 8,7% aller EinwohnerInnen in Chemnitz haben nach wie vor keine deutsche Staatsbürgerschaft. Von den über 20.000 MigrantInnen träumen viele von Westdeutschland. Viele Jugendliche verlassen die Stadt spätestens nach dem Abitur oder kommen nur zum Studieren nach Chemnitz. Zu wenig Perspektiven, zu wenig Kultur, zu viel schlechte Laune. In Chemnitz wurden im Jahr 2020 über 21.300 Straftaten registriert. Die Aufklärungsrate der Polizei im Bereich der allgemeinen Kriminalität liegt bei 64,3%. Von den 1.315 Straftaten gegen das Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz wurden dagegen 99,2% aufgeklärt. Tendenziell steigend sind die Fallzahlen bei Rohheitsdelikten, Straftaten gegen die persönliche Freiheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung und bei Rauschgiftdelikten. 2018 fanden sich in keiner anderen europäischen Stadt im Abwasser so viele Rückstände von Crystal Meth wie in Chemnitz. Rechter Terror hat in Chemnitz Tradition. Die 1990er Jahre waren auch in Chemnitz echte Baseballschlägerjahre. Der NSU stieß in der Stadt auf ein fruchtbares Umfeld an UnterstützerInnen, wurde mit Waffen versorgt und beging erste Raubüberfälle. Doch auch nach der Jahrhundertwende entstanden immer wieder neue rechte Strukturen. So gründeten etwa AnhängerInnen des Chemnitzer Fußballclub die Hooligan-Gruppe Hunara, kurz für Hooligans, Nazis, Rassisten. Autonome Nationalisten vom sogenannten Rechten Plenum scheiterten 2016 kläglich mit dem Aufbau eines Nazi-Kiezes im Stadtteil Sonnenberg. Eine rechte Hegemonie besteht aber nach wie vor. Etwa 22% der Bevölkerung wählten bei der letzten Bundestagswahl die AfD. Knapp 8% wählten bei der Kommunalwahl 2019 die rechtsextreme Partei Pro Chemnitz. Seit 2013 gab es fast jährlich Proteste und Gewalthandlungen gegen die Ankunft, die Unterbringung und das Leben von geflüchteten und migrantischen Menschen. Internationale Schlagzeilen machte Chemnitz erstmals durch die Ereignisse Ende August 2018. Im Rahmen des Stadtfestes kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Geflüchteten und Daniel H., einem Deutsch-Kubaner, der in dessen Folge niedergestochen wurde und verstarb. Der konkrete Tathergang ist bis heute nicht geklärt. Einer der Tatverdächtigen ist untergetaucht. Ein anderer wurde zu fast 10 Jahren Haft verurteilt. Was folgte, war eine extrem rechte Großmobilisierung. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in sozialen Medien. Denn im Netz hatten zunächst die AfD Chemnitz und dann auch rechte Gruppierungen zu Protesten aufgerufen. Am Nachmittag kamen daraufhin rund 800 Menschen zusammen. Die Stimmung war aufgeheizt. Am Sonntag, einen Tag nach der Tat,
zogen die Faschistinnen zu Hunderten durch die Stadt. Dabei jagten und attackierten sie People of Color und beschimpften diese rassistisch. Die Polizei intervenierte spät. Amateurvideos in den sozialen Netzwerken zeigen Übergriffe auf Menschen mit dunkler Hautfarbe. Am Tag darauf folgte eine Großmobilisierung aus dem Hooligan-Milieu und der extrem rechten Szene. Scheiß Kanaken! Ausländer raus! Deutschen! Ausländer raus! Raus! Bürgerlich anmutende Menschen liefen Seite an Seite mit Neonazis und applaudierten zu deren volksverhetzenden, menschenverachtenden Sprechchören. Wieder kam es zu gewaltsamen Übergriffen. 100 vermummte Personen, in Klammern rechts, suchen Ausländer, hieß es später im Polizeibericht. Das jüdische Restaurant Shalom und dessen Inhaber wurden am zweiten Tag der Ausschreitungen bewaffnet angegriffen. Die Beschädigungen sind nach außen zu sehen. Es wurde gerufen, Judensau verschwinde aus Deutschland. Etwa 1 Dutzend Neonazis hätten das koschere Restaurant angegriffen, sagt der Betreiber. Er habe Geräusche gehört und sei vor die Tür gegangen. In dem Moment flogen mehrere Gegenstände, Steine, Flaschen, aber das weiß ich nur vom Gehör her, um mich rum, also die Terrasse entlang, Fassade vom Restaurant, unter anderem auch an Fensterscheiben. Eine Fensterscheibe ist dabei auch beschädigt worden. Und an meine rechte Schulter. Die Polizei, mit wenig 100 Einsatzkräften vor Ort, sagte, man habe die Lage unterschätzt. Am selben Abend mobilisierten Antifaschistinnen bereits im großen Stil und demonstrierten mit über 1000 Menschen gegen die rechte Instrumentalisierung der Tötung von Daniel H. Wenige Tage später folgte ein Schulterschluss aller rechten Kräfte in Ostdeutschland. Die Köpfe von AfD und Pegida gingen mit VertreterInnen von Pro Chemnitz, NPD, Hooligans und Neonazis aus der Kameradschaftsszene auf die Straße. 2018 war ein Novum und eine Zäsur. Das Video des rechten Rappers Chris Ares vom August 2018 war teilweise auf Platz 1 der YouTube-Charts und wurde auch von Stefan E., dem späteren Mörder von Walter Lübcke, geschaut. Stefan E. soll bei den Demonstrationen in Chemnitz seinen Entschluss zur Tat gefasst haben. Er war nicht der einzige Rechtsterrorist vor Ort. Immer wieder stand die Zivilgesellschaft gegen die rechten Mobilisierungen auf der Straße. Mit dem Wir sind mehr Konzert und zahlreichen verschiedenen Aktionen wehrten sich ChemnitzerInnen gegen die rechte Übernahme ihrer Stadt. Trotz allem hatten die rechten Aufmärsche über Monate hinweg Mobilisierungskraft. Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin. Das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz. Und das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass wir das auf das Schärfste verurteilen. Ähnliche Worte auch von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer auf Twitter. Doch die sächsische Linke hält dagegen. Wir müssen ja leider zur Kenntnis nehmen, dass Sachsen tatsächlich eine leider Tradition hat, was solche rechten Überfälle betrifft. Da ist jetzt Chemnitz ein weiterer neuer leider Höhepunkt. Es hat viel mit der Haltung zu tun. Es hat viel mit der Haltung der sächsischen Staatsregierung seit vielen Jahren zu tun. Das Negieren, das Abmoderieren, das Tolerieren von rechten Gedankengut. Wir haben da immer darauf aufmerksam gemacht. Nun, 3 Jahre später, soll das demokratische Engagement und der Umgang mit den Ausschreitungen mit dem Titel Kulturhauptstadt gewürdigt werden. Doch nach wie vor kommt es in Chemnitz immer wieder zu rechtsmotivierten und rassistischen Angriffen. Der Bodensatz bleibt. Also im Schnitt denke ich, dass jeder, also in der migrantischen Community, jeder fast jeden Tag der Woche was erlebt. Also 7-mal würde ich sagen, ist in der Woche sowas passiert. Sogar vielleicht mehr, wenn man Kopftuch trägt.
Ich bin 20 Jahre alt, ich habe 5 Jahre in Chemnitz gewohnt. Jetzt bin ich in eine andere Stadt umgezogen, um Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Ich habe in Chemnitz mein Abitur gemacht und die Schule dort abgeschlossen. Und danach habe ich mich entschieden, direkt zu studieren. Ich wollte unbedingt in eine andere Stadt ziehen und ein neues Leben anzufangen. Also nach einer langen Reise, als wir in Chemnitz angekommen sind, war es erstmal sehr angenehm. Wir haben ein Zimmer gekriegt, wir haben Essen bekommen und wir haben halt sehr glücklich, das Ganze hinter uns zu haben. Und als wir dann eine Wohnung bekommen haben und als wir dann in die Schule gingen, ging es dann mit den rassistischen Erfahrungen los. Als ich in die Schule ging, war ich erstmal mit einer sehr positiven Einstellung in die Schule gegangen. Ich war sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, weil ich das in Afghanistan nicht hätte. Die ersten Wochen, also als ich habe Kopftuch getragen damals und ich habe halt die Reaktionen gesehen von den Menschen, wie sie mich angeschaut haben. Eine Mädchen mit Kopftuch im Gymnasium, zwischen die ganzen deutschen Kinder. Das war ein bisschen außergewöhnlich für sie und auch für mich. Eine Erfahrung, die ich in der Schule gemacht habe, war, dass ich rassistisch beleidigt wurde von einem Mitschüler und ich halt heulend in der Klasse saß und konnte nicht aufhören zu weinen, weil ich mich einfach so alleine gefühlt habe, dass keiner sich für mich eingesetzt hat. Meine Lehrerin hat versucht, mir zu helfen, aber das hat wirklich nicht geholfen. Ich musste weiter weinen und ich bin aus der Klasse rausgegangen, konnte mich wirklich nicht beruhigen, weil ich irgendwie nicht darauf klarkam, dass ich aus einem Land geflüchtet bin, in dem es Krieg herrscht und ich konnte es mir nicht aussuchen. Ich bin in ein Land gekommen, um in Sicherheit zu leben und hier solche Sachen erlebe. Ja, in Chemnitz, ich finde es schön, aber die Probleme hier waren rassistische Probleme, weil zum Beispiel, wenn ich fahre mit Bus oder mit Zug oder beim Einkaufen, ich kriege viele Probleme. Man versteht, was sie meint oder was sie möchten. Ich bin 2018 in Deutschland gekommen, auch in Chemnitz. Ich bin ein Kurdisch. Da habe ich auch in der Türkei gegen faschistische Partei in AKP in Erdogan habe ich Probleme gekriegt. Da war das erste Mal in Asylheim, Asylcamp sowas. Ja, und dann habe ich ja viel rassistische Probleme bekommen. Wenn ich gehe mal mit Bus und dann ich zeige mein Ticket, Busfahrer, die alle nicht, aber das vieles so. Sie gucken mich nicht. Oder wenn wir sind viele Leute mit Deutschen so, sie einfach beim deutschen Ticket einfach gucken, aber beim ausländischen Ticket, sie nehmen in die Ticket richtig in Hand und die alle Datum gucken und dann zurück wieder geben. Das war auch rassistisch. Das war vor 4 Monaten ungefähr. War Nacht gegen 1 Uhr bin ich mit Bus. Ich habe bei meiner Wohnung gefahren. War dort eine Frau und ein Mann. Ich bin beim Fußweg gegangen. Sie war einfach bei mir gekommen und dann bin ich mehr schneller gelaufen. Und dann bin ich in die andere Seite, die hat auch andere Seite gekommen. Und habe ich wieder die rechte Seite, sie hat auch rechte Seite gekommen und neben mir, vielleicht das 1 Meter oder halbe Meter, hat bei mir gekommen, habe ich seine Hand nicht gesehen, was steht bei seiner Hand. Das ist ein Wasser, Messer oder eine Waffe oder so. Und sie war auch, der Mann und die Frau war auch bei meiner Tür.
bleibt bis ungefähr um 5 Uhr. Habe ich meine Gartenseite so gehört. Jemand war dort, aber Gartentür auch so habe ich geschlossen und Normaltür auch, alle Fenster auch. Wir haben bis 5 Uhr gewartet. Sie möchten reinkommen, aber habe ich einfach gewartet, wenn sie reingehen und dann ich rufe mal Polizei oder was. Erst einmal habe ich nicht angerufen, weil sie wohnen auch daneben. Wenn sie machen das, wir sind traurig. Und weil unser Land auch Probleme, wenn wir hier auch die rassistischen Probleme kriegen und dann, wo kann wir leben? Ich heiße Sabine, bin aus Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, wohne schon immer hier. Habe nach der Wende schon angefangen, mich zu engagieren. Habe während der Wendezeit die Demonstrationen hier erlebt. Anfangs habe auch erlebt, wie sich das teilweise gewandelt hat. Dass auch schon damals viel Rassismus dann dabei war, nachdem die Opposition selber auf die Straße gegangen ist, noch wo es gefährlich war, wo es auch völlig unklar war, in welche Richtung es ging. Ich schiebe auch vieles auf die DDR, dass dort die Grundlage auch schon gelegt wurde für Rassismus. Anfang der 90er Jahre sind dann viele Nazis versucht, hier rüberzukommen und sind auch damals schon auf fruchtbaren Boden teilweise gestoßen. Und das war für mich dann der Grund, dass ich gesagt habe, das geht so nicht. Das haben wir nicht gewollt. Wir wollten eine andere Gesellschaft als die DDR, aber wir wollten keine rechte faschistische Gesellschaft. Und da habe ich angefangen, mich zu engagieren. Dann kommt eine Zeit, wo man sich mal ein bisschen, also ich will nicht sagen zurücknimmt, aber es ermüdet einen. Dann kommen Kinder, dann zieht man sich doch ein bisschen ins Private zurück und hat ja mit dem Leben zu tun. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es reicht einfach nicht. Wir hatten hier im Osten generell in der DDR wenig migrantische Leute. Wir hatten Vertragsarbeiter, die aber überhaupt nicht integriert waren, also nicht integriert werden sollte, muss man vielleicht sagen. Die hatten keine Wohnungen, die hatten nur Wohnheime, die waren kaserniert. Und ich denke, das hat so eine Grundlage für viele Leute gelegt, sich damit gar nicht auseinanderzusetzen. Das Fritz-Heckert-Gebiet am Rand von Chemnitz. Ein sozialer Brennpunkt. Im Realsozialismus erbaut, in den 90ern ein rechtsextremes Biotop und Wohnort des sogenannten NSU. Trotz bunter Anstriche hat das Viertel wenig von seiner Tristesse verloren. Mein Name ist Katha, ich werde 35 Jahre alt. Ich bin Mutter von einem Sohn. Geboren bin ich in Chemnitz, also Karl-Marx-Stadt. Groß geworden bin ich im Heckert-Gebiet, in der Platte sozusagen. Ich bin Sozialpädagoge und Kommunikationsmediator. Gerade im Heckert-Gebiet hat es mich auch getroffen, mehrmals. Da bin ich aus der Innenstadt nach Hause, es war 23 Uhr. Bin ausgestiegen an meiner Haltestelle im Heckert-Gebiet und habe dann die Bahnangestellte auch vorher darum gebeten, mich rauszulassen und die Türen halt wieder zu schließen, weil da eine Gruppe von Menschen hinter mir her ist. So, und die rennen mir natürlich hinterher. Es waren 7 Nazis. Psychisch war das für mich auch total krass. Also die erste Zeit war es für mich schwierig rauszugehen. Auch so gerade, wie gesagt, Bus und Bahn fahren, damit habe ich heute noch Probleme. Was ich auch sehr früh kennenlernen musste, war einfach diese gesellschaftliche Enttäuschung, dass du keinerlei Hilfe bekommst, gerade wenn man so anders aussieht.
Ich wurde mit 14 4-mal angestochen in Chemnitz von einem Nazi, der wohl sehr drogensüchtig war und alkoholabhängig und wohl auch bekannt schon für Gewalttaten. Und ja, da kam halt familiär auch so dieser Vorwurf mit, ja, aber da greift dich doch nicht einfach so an und wer weiß, da hat es wahrscheinlich wieder die große Klappe und man kennt dich ja. Ja, und im Endeffekt hat sich das so ein bisschen durchs Leben gezogen. Öffentliche Verkehrsmittel kamen für mich gar nicht in Frage. Also das ist auch nach wie vor so. Zur Folge hatte das für mich, dass ich tatsächlich hier weg wollte. Sehr. Es ist ein bisschen besser geworden, aber das ist halt, das triggert. Einfach Chemnitz triggert. In Chemnitz, ich glaube, dass es gibt viel Rassismus und Hass. Es gibt Leute, die hassen andere Leute, nur weil sie kommen aus anderen Ländern, sie sind Ausländer. Ich bin Sofian, ich bin 38 Jahre, ich wohne in Chemnitz seit ungefähr 7 Jahren, seit April 2015. Ich arbeite im Klinikum Chemnitz als Reinigung. Zum Beispiel in Arbeit, man kann auch Rassismus finden. Zum Beispiel, es gibt rassistische Kollegen, es gibt rassistische Mitarbeiter. Sie versuchen immer, Probleme für die anderen Leute, für Ausländer zu machen. Auch auf der Straße, manchmal im Auto oder auf dem Fahrrad können zum Beispiel Ausländer sagen und weiterfahren, weißt du. Hier, ich denke, in Chemnitz Rassismus und Hass ist überall verteilt, weißt du, ist überall vielleicht, aber es ist versteckt, es ist auch versteckt. Und manchmal, es gibt gewaltige Leute, die zum Beispiel haben Baseballschläge im Autos oder die haben Messer oder es gibt auch solche Leute, weißt du. عمري 48 سنة، متجوز وعندي 3 أولاد، مجوز بنتين وعندي حفيدتين. اجيت على ألمانيا بال 2015 مشان مستقبل أولادي يكملوا دراستهم، يكملوا بوضع الحرب بسوريا. مثل هالعالم اللي اجت بال 2015 صارت معي الحادثة بال 2017. كنت مخلص البي1 وكنت ناوي وكان عندي كتير شغلات ناوي أعملها. بعد الحادثة راح كل الأحلام اللي كنت أنا بانيها. كنت بواحد 12/2017 قاعد أنا وزوجتي أول يوم بالفاينختن قاعدين بأليكس عم نحتفل مثل هالعالم، طالعين نشتري شوية أغراض للبيت. احنا بعد ما خلصنا أغراضنا وطلعنا من أليكس رايحين باتجاه البيت اللي هو جنب شركة أينز. كان ماشي واحد ورانا طول الطريق عم بيعيط ويسبسب مرتي عم تقول لي، أنا كنت عم بحكي على التليفون، مرتي عم تقول لي تنكشني وتقول لي في واحد ماشي ورانا. قلت لها شو بدنا فيه يعني، خليه يمشي عادي. ما بعرف، ما كنت افهم عليه لانه انا كنت عم بحكي على التليفون وماني يعني كان في مسافه بعيده بيني وبينه، يعني شغله 10-15 متر. كلامه ما كان واضح، بس اللي فهمته اوسلندر، يعني كلمه اوسلندر صار معترفه لدى الجميع. وصلنا عند الاشاره محل ما قلت لهم هلا انا عند اشاره الاينز. قلت لها لمرتي قطع الشارع، ما بدي اياه يلحقنا على الحاره اللي يفوت ليعرف وين البيت، خليني شوف شو بده، اعطيه 5 يورو، اعطيه سيجاره، اعطيه اي شيء يبعد عنا يعني. بعدين هي قطعت الشارع، انا حاطط ايدي بجيبي وماني متوقع انه رح يمد ايده علي او يضربني. يعني درت وشي، لسه عم دير وشي وانا عم دير وشي واقف مكاني، عم دير وشي لشوف مين اللي وراي. بيجيني بوكس على مناخيري بيعميني عمي، الدنيا شعلت وطفت، يعني ما عاد شفت شيء. وقعت على الارض وطارت النظارات وجيت بدي اقوم وقف، ما عاد شفت نهائيا، ما عاد شفت.
هلا اي واحد بينضرب على مناخيره ما عاد يشوف، بيصير هيك مثل الضوء بيشعل وبيطفي. بس الفجأة يعني هو ضربني فجأة ماني متوقع. اجيت بدي اوقف على حالي، قام ضربني على ركبتي من هون من ورا، رجع نزلني على الارض. كل ما بدي اقوم اوقف يضربني على ركبتي. قمت ضليت بالارض. لما وقعت بالارض ما عاد احسن اقوم من وجع ركبتي صار. مسكني من طاقيتي الجاكيت وضربني عند سكة القطار بالحديد على وشي. أول واحدة والثانية، الثالثة هروا أسناني وفقدت الوعي. لما اجت بدها تبعده عني، بعدها هو بإيديه، ضربها هون بصدرها أول مرة. ثاني مرة هجمت عليه. لما وقعت على الشارع في سيارة كانت تبع سطحة عبشلب مرأة، وقفت بنص الشارع ونزل واحد منها ألماني. أنا بلشت يعني أرجع أصحى، بس الدم عم يطلع من تمي من كل مكان. أسناني هدول راحوا طلعوا لفوق وهذا نزل اتكسر. نزل من الأبشلب تبعه ومرتي أشرت له إنه أنا كان الإنارة ما كانت واضحة على الشارع، يعني أنا عند السكة وهي عند الشارع. هو شافها عند الشارع، أجي قلت له مايني مان إنه جوزي هنيك. أجي لعنده وحكى معه كلمتين، قام قاعد على الأرض على ركبه وحط إيديه ورا ظهره للي كان عم يضربني. وهذا يعني أنا قمت بلشت أتحرك، قمت وقف بدي وقف على حالي. لما أجت البوليساي والإسعاف أنا كنت مصحصح يعني. سألوا تبع الأب شليب، قالوا له شو اللي صار؟ قال لهم أنا نزلت. قالوا له أول شيء سيارتك مخالفة. قال له خالفيني، أنا لو ما خالفت كان في إنسان مات، لأنه كان عم يضرب على الراس، وضرب الراس ورعب القتل. بعدين لما اجى قالوا له شو اللي صار؟ قال لهم صار انه انا نزلت من السياره لقيت الشخص الالماني عم يضرب الشخص. قالت له بس هذا اوسلندر وهذا الماني وانت الماني. البوليساي عم يحكي معه هيك. قال له هذا قبل ما يكون اوسلندر هذا انسان. عم تقول له انه انت رح تشهد ضد الالماني مع الاوسلندر. قال له هذا قبل ما يكون اوسلندر هذا انسان. قال له هذا قبل ما يكون اوسلندر هذا انسان. اجت سياره الاسعاف فحصوني وعملوا لي دور. قالت له بركي هذا السن اللي انكسر انه كان مكسور من الاول وهو عم يتبلى عليه. مرتي راحت دورت بمحل ما كان عم يضربني والتمت العالم يعني. عم لقوا لي السن، قالوا له ليكو السن والقدميه طالعه من تمي واسناني هي هذا الفك كله من هون طلع. دخلت على المشفى، قعدت بالعمليه 3 ساعات ونص. بعدين بعد ال3 ساعات ونص طلعوني، قعدت نص ساعة بصالة استراحة أو شيء بقلب المشفى. بيقولوا لي يلا روح على البيت. بعد 3 ساعات من العملية. يعني أي مصاب على الرأس المفروض يقعد 24 ساعة تحت المراقبة. بركي عندي ارتجاج بالمخ أنا. قالوا لي إنه ما عندنا مكانات وأنت ما فيك شيء يلا. يعني حتى طريقة الكلام كانت عنصرية. لا هي العملية 3 ساعات ونص. بعدها بنص ساعة أنا ضليت نايم على الرصيف بالمشفى. لا اجت تاكسي أخذتني من قدام المشفى بعد نص ساعة. بعدها رجعت على البيت، ضليت قاعد 6 أشهر تقريبا، غير طبعا روح على الدكتور وبس وارجع. بعدين رحت على الجوب سنتر وحكيت مع الموظفة المسؤولة عني. قلت لها أنا بدي ألغي اللجوء تبعي وما عاد بدي ألمانيا ولا عاد بدي أنا ومرتي وأولادي. قلت له أنا ماني جاي انهان هون ولا أنا جاي اتبهدل هون ولا أنا جاي آخذ معونات. أنا كان اللي عم باخده اللي أخذته من أول ما أجيت لهلا ما بيطلعوا راتب شهر واحد. قالت لي أنا بعرف إنك عم تمر بظروف صعبة وبعرف إنه هاي الحالة ممكن تصير معك بأي مكان، بس هذا شيء فردي يعني ما فينك تحكم على البلد كلها هيك. قلت لها أنا ما عم بحكم، أنا ممكن تصير معي بالسعودية، ممكن تصير معي بسوريا، ممكن تصير معي بأي مكان. قلت لها بس أنا ما بدي يعني خلاص بدي أرجع. قالت لي لا هلا أنت نفسيتك تعبانة، وحولتني على مركز بالسنتروم تبع علاج نفسي. بعدها اجى لعندي أندري حكى معي وقال لي إذا بدك مساعدة، وحاول يساعدني كتير. بتعرفوا هي بعدين حط لي محامي ومتابع القضية من بدايتها لحد اللحظة هاي. وبعدها من حوالي تقريبا 2 أو 3 طلع براءة.
مع أنه معترف بالحادثة والشاهد ما جابوه، قال لأنه ما في داعي لأنه هو اعترف أساساً. أنا المحامي تبعي عمل له طعن بالحكم، وهلا عم نستنى نتيجة الطعن شو راح يطلع. ما كان بالحبس ولا انحبس ولا ساعة، وهو عنده يعني بالمحكمة قالوا لي إنه عنده 28 قضية جنائية. بعدين هلا عم نستنى نتيجة الطعن للمحكمة العليا. ما عاد فيش خلاص. Grundsätzlich ist die juristische Aufarbeitung in diesem Fall eine Katastrophe. Das kann man nicht anders benennen. Dort ist alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Wir sind in der ersten Verhandlung im Amtsgericht, also am niedrigsten Gericht, was es gibt, knapp 4 Jahre nach der Tat. Die Auswirkungen sind, zum einen glaubt man gar nicht mehr noch an Gerechtigkeit, man glaubt nicht an den Rechtsstaat, zu dem man gekommen ist, weil man hier irgendwie Unterstützung oder Zuflucht gesucht hat. Man hat den Glauben verloren an Ermittlungsbehörden und jegliche Unterstützungsangebote, die es irgendwie gibt. Man fühlt sich noch mal mehr ohnmächtig, wie noch mal ein zweites Mal zum Opfer werden. Mir ist was passiert, ich habe heftige Verletzungen, unter denen ich noch heute leide, weil die quasi auch mein Äußeres betreffen, und komme sozusagen nicht zu der Gerechtigkeit, fühle mich in diesem ganzen System weiterhin so ohnmächtig, genauso wie in dem Moment, als der Typ mich zusammengeschlagen hat. Also mein Name ist André Löscher. Ich bin jetzt 40, bin seit 2000 hier in der Stadt zum Studium hergezogen, habe soziale Arbeit oder Erziehungswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Sozialpädagogik und arbeite seit 2008 hier in der Beratungsstelle für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt als Berater. Hauptsache haben wir in unserer Beratung Betroffene von rassistischer Gewalt. Aber das sind nicht die einzigen betroffenen Gruppen. Es sind Angriffe auf politisch aktive Leute, die sich also klar gegen Nazis positionieren. Daneben auch Leute, die aufgrund ihrer sexuellen Identität oder Orientierung angegriffen werden. Als auch Antisemitismus als Feld von rechter Gewalt, zu dem wir auch beraten und begleiten. Und eine Meldung heißt nicht, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen, sondern eine Meldung ist, wir erfassen das in unserer Datenbank und das fließt in die Statistik ein. Das ist eine wichtige Grundlage für ein politisches Handeln, für ein zivilgesellschaftliches Handeln, weil es da eine Problembeschreibung gibt. Allein aus den Angriffen 2018, wenn man das mal in der Summe sieht, gab es 60 Gewalttaten, also 60 rechte Gewalttaten, die wir erfasst haben. 80 im gesamten Jahr. Das waren 4-mal so viele wie in den Jahren davor. Ja, 2018 war erstmal nur krass. So, ich habe recht schnell von dem Totschlag erfahren, was sozusagen der Auslöser war. Und auch von dem, ja, aber da noch nicht live, sondern nur über auch Journalisten, die berichtet haben über diese erste Demo. 2018 habe ich von Freunden und Bekannten erfahren, als sie darüber geredet haben, dass jemand ermordet wurde und halt mit der Nationalität der Person, der das gemacht hat. Da hatten also die ausländische Community, migrantische Community, hatten mehr Angst, weil die wussten, dass es vorher auch in Chemnitz schon schlimm war und ab jetzt wird es schlimmer werden. Was ich 2018 erlebt habe, war halt, dass wir wirklich Angst hatten, rauszugehen. Also nicht nur wir, sondern ich habe das von allen gehört, dass Menschen mehr aufgepasst haben, als sie rausgegangen sind, vor allem Frauen. Zum Beispiel ich und meine Schwestern wurden von der Schule abgeholt von meinem Vater in dieser Zeit und wollten nicht halt alleine rausgehen, weil wir Angst hatten.
Das in 2018 habe ich, meine Freundin hat mir gesagt, kannst du mich im Busbahnhof abholen? Und danach bin ich beim Dresdenstraße-Seite, beim Tunnel. War oben, steht zwei Polizisten, habe ich ihm gefragt, gibt es hier Probleme, sowas? Weil hier habe ich gehört, so war laut, Leute waren da, habe ich auch sie gesehen. Und dann bin ich rein und so ungefähr, so wir sagen hier, so in der Mitte bleibt so viele Leute drinnen und sie haben so ungefähr, wir haben Abstand so 50 Meter mit der Gruppe und sie haben so sehr laut und mit Handfläschchen und so anderen Schlagzeugen, auch mit den Worten. Sie haben geredet, aber habe ich nicht verstanden. Und sie möchten mit der Flasche mit sowas mit mich abgehauen. Dann habe ich das klar verstanden. Der Polizist war wieder auch dort, habe gar nichts gesagt, gar nichts gemacht. Und dann bin ich schon wieder weg. Es war eigentlich eine total gefährliche Situation. Diese wenige Polizei und dieses Gewaltpotenzial auf denen ihrer Seite, die hatten eigentlich gar nichts mehr im Griff. Und wir standen dann dort und man ist nach Hause gegangen. Man hat jeden unterwegs angeguckt, gehört er auf deine Seite oder nicht. Und das hat mich dann doch schon ganz schön überfordert, die Situation. Weil ich muss sagen, natürlich hat man einige Angriffe durchgemacht, also gerade im Heckert-Gebiet, die hatten alle scharfe Waffen, wie oft man da eine Knarre am Kopf hatte. Und ich habe auch schon einige Sachen erlebt, wo Leute umgekommen sind. Aber das war für mich irgendwie nochmal so eine gesonderte Kategorie einfach. Wenn das so viele Leute sind, die greifen mit Sicherheit das Nächste an, was es da gibt. Du hast halt einfach gemerkt, dass die, ich würde jetzt mal behaupten, die generell, also die Bevölkerung, die keine Berührungspunkte mit sowas hat, da total naiv rangeht, dass die Gefahr, die davon ausgeht, überhaupt nicht bewusst ist. Ich denke, dass das einfach die Konsequenz aus den ganzen Jahren war. Und das wird, glaube ich, wenn das so weitergeht, auch immer wieder passieren. Also ob da jetzt Flüchtlingsheime angezündet werden, ob da Krawalle auf der Straße passieren, ob da Morde aus politischen Hintergründen geschehen. Also ich glaube, das sind nie Einzelfälle. Aber letztlich wissen wir ja auch mittlerweile, dass das im Endeffekt geplante terroristische Aktionen sind, die auch vernetzt sind untereinander. Und das muss halt klar werden. Man kann im Endeffekt alles zum Einzelfall machen. Es gab am 1.9. eine Gruppe von Neonazis, die sich zusammengefunden hat, bundesweit, um gezielt Gegendemonstrantinnen im Innenstadtbereich anzugreifen. Das war gezielt an dieser großen Sparkasse in der Innenstadt, ein anderer am Park, der auch für das Faschismus dort in der Nähe, bewaffnet, vermummt teilweise. Das waren führende Köpfe von verschiedenen Organisationen bundesweit, die da wirklich zusammenkamen. Dort gab es auch durchaus heftige Verletzungen. Das war ein großer Angriff, der bis heute quasi nicht verhandelt wurde. Maßen war noch so ein großer Punkt. So, da nochmal ein Statement zu wollen, da dachte ich schon, oh krass, das ist schon irgendwie eine Nummer. So als, das ist ein Selbstbild, keine Ahnung, ein kleiner Sozialarbeiter aus Chemnitz, so eine Aussage in diesem Spielfeld zu machen, die dann in der Tagesschau gesendet wird. Und dennoch gab es ja die ganzen Sachen. Ne? Da war der Punkt, die Leute standen da hier und haben gesagt, mir ist das passiert. Ich musste an diesem Sonntag um mein Leben rennen. Und dass das genau alles so passiert ist. Ne? Und man natürlich nicht verstehen kann, woher diese Zweifel denn kommen. Oder nicht nur Zweifel, sondern auch die Aussage, das ist doch alles gelogen, was dort gezeigt wird. Die Bilder gab es gar nicht. Die Jungs, die dort über die Straße gerannt sind. Hase, du bleibst hier. Du bleibst hier. Ach, und da könnt ihr rein auf Hansen. Du bleibst hier. Und die aber vor dir stehen und sagen, was das für Folgen hat und was das jetzt auch heißt, wieder erkannt zu werden in der Stadt, das ist dann schon eine Nummer. So, und wenn das von auch so einen Ebenen nicht anerkannt und gesehen wird und dann nicht keine Solidarität stattfindet. Ich denke, 2018 war für viele Leute, das ist so ein Datum, was bleibt. Wir haben schon lange
gesehen, dass irgendwann ein Ereignis kommt und dann sind die da. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so erschreckend fand, dass so viele Leute aus dem sogenannten bürgerlichen Spektrum, also so rein äußerlich gesehen, dort mitliefen. Was 2018 mir gezeigt hat, wie schnell das geht, dass sich die sogenannte Mitte mit Nazis auf der Straße sammelt. Anfang der 90er Jahre, mit denen hatten wir das ja auch. Was halt Rostock-Lichtenhagen ist, Hoyerswerda, da war das eigentlich ähnlich, dass sich die Nachbarschaft dort mit Nazis solidarisiert hat. Organisierte antifaschistische Strukturen haben spätestens seit 2015 mit Pogromen wie in Lichtenhagen, Heidenau oder Freital zu tun gehabt. Und diese analysiert und entsprechend versucht, Strategien dagegen zu entwickeln. Dadurch gab es 2018 bereits Strategien und Notfallkonzepte in verschiedensten Aufgabenbereichen, sei es die Recherche, aber auch zum Beispiel, um direkt auf der Straße aktiv handeln zu können. Ich bin Lisa, ich bin Antifaschistin aus Chemnitz. Ich bin hier im Osten aufgewachsen und engagiere mich seit einigen Jahren in verschiedenen linken Strukturen gegen rechte Hetze. Ich bin Sascha, 27 Jahre alt, seit 10 Jahren hauptsächlich in der autonomen Szene politisch aktiv und engagiere mich unter anderem auch im antifaschistischen Bereich. Wenn man in Chemnitz als linke Person auch noch als linke erkennbare Person rumläuft, ist allgemein noch ein gewisses Bedrohungsszenario da. In diesem Fall war das nochmal deutlich mehr gesteigert. Es war gefühlt, dass in jeder Ecke, in jeder Kneipe, in jedem Restaurant überall Nazis und Fascho unterwegs waren, erkennbare Faschos. Man kann sich in der Stadt außerhalb seiner Wohnung de facto nicht mehr bewegen, ohne permanente Angst vor Angriffen zu leben. Bereits an dem Abend war klar, dass am nächsten Tag wieder sowas passieren wird. Daher ging die Schluss mit Mobilisierung. Es mussten Schlafplätze organisiert werden, es musste eine Infrastruktur aufgebaut werden, es mussten Demos angemeldet werden, es musste ein EA, also ein Ermittlungsausschuss, organisiert werden und natürlich auch der Schutz von bedrohten Locations, die es in Chemnitz gibt. Es wird ein Krisenstab eingerichtet, der Informationen sammelt, zusammenträgt und die Arbeit koordiniert, der Kontakt zu den verschiedensten AkteurInnen und GenossInnen aus der Stadt und dem Bundesgebiet aufrechterhält und auch natürlich klassische Pressearbeit macht, um halt auch darüber hinaus die Menschen zu informieren. Die Lehren, die wir aus dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen ziehen konnten, haben uns gezeigt, dass es eigentlich möglich gewesen wäre, solche Ausschreitungen und Pogrome zu verhindern. 2018 gab es dann ja auch zivilen Ungehorsam, Infrastruktur und Aktionen, militante Aktionen gegen die Faschistinnen. Menschen haben sich dann unter anderem in gefährliche, teilweise lebensgefährliche Situationen gegeben, um das Gewaltpotenzial der Faschistinnen zu verringern. Und das waren auch Erfolge und ehrenwerte Erfolge, die wir nicht vergessen dürfen. Zwischen uns und den Leuten waren halt Cops. Die Cops sind halt irgendwann einfach zur Seite gegangen und der Hund hat einfach nur mal Faschos gerufen und weg. Und in dem Moment sind wir halt einfach in die gesamte Gegenrichtung gesprintet. Die Person, die unterwegs war, der wurde die Nase gebrochen. Durch unsere Anwesenheit lenkt die Aufmerksamkeit von rechten Akteuren auf der Straße, vor allem auf uns. Und damit weg auch beispielsweise migrantische Strukturen. Und ganz klassisch, wenn es eine Demo gibt und eine Gegendemo und hier Sichtweise, ist der Fokus, der Blick vor allem auf uns gerichtet. Durch Sitzplakaten werden recht aufmerksam gehindert, weil die Stadt zu gehen. Und auch hier ist halt der Fokus auf den politischen Gegner aus ihrer Hinsicht, der auf der Straße sitzt. In dem Moment, in dem für eine Untergrund von Geflüchteten stehen, sind wir so eine Art physischer Puffer, der erstmal die Aggression von Neonazis, wenn sie dann da rankommen, was auf uns lenkt. Wir müssen einfach verstehen, dass ohne eine antifaschistische Massenmilitanz wir uns vor solchen Übergriffen, vor solchen Pogromen und Ausschreitungen einfach schützen können. Antifaschismus wird kriminalisiert, obwohl wir die Einzigen sind, die sich immer den Faschisten in den Weg gestellt haben und das auch weiterhin tun werden. Das zeigt sich auch ganz klar in der Kriminalisierung von AktivistInnen, zum Beispiel Lina, in dem Verfahren, was wir da gerade beobachten können. Auch wenn wir es geschafft haben, auf dem gesamten Bundesgebiet zu mobilisieren, waren wir trotzdem zu wenig und vor allem in der Unterzahl und dadurch nur beschränkt handlungsfähig. Wir haben es ja geschafft, unsere eigenen linken Strukturen zu schützen. Beispielsweise migrantische Läden hatten wir nicht auf dem Schirm und haben sie entsprechend auch nicht geschützt. Die rechten Mobilisierungen im Jahr 2018 sind nach einigen Wochen schwächer geworden und schließlich im Sande verlaufen.
Was blieb, war das Trauma durch die monatelang währende rechte Hegemonie in der Stadt und nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft. Also was Strafen betrifft, ist in jüngster Zeit, ist glaube ich exemplarisch, es ist ein Neonazi verurteilt worden von denen, die das jüdische Restaurant Shalom überfallen hatten. Er hat eine Bewährungsstrafe gekriegt. Es ist ein einschlägig bekannter Neonazi gewesen und es war eigentlich Glück, dass nicht mehr passiert ist, sind bewusst dahin gegangen und ich glaube, das zieht sich durch alle möglichen Sachen. Es wurde zwar die Revolution Chemnitz, die sich da gegründet hatte als Terrororganisation, das wurde auch verfolgt, die wurden auch angeklagt, aber es ist alles irgendwie im Sande verlaufen, mehr oder weniger, nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Da sind zum einen gute Ermittlungen passiert, sehr schnelle Ermittlungen, so wie man sich eigentlich wünscht. Wenn ich jetzt an Revolution Chemnitz denke, das war von außen betrachtet ein 1A-Ermittlungsverfahren. Das ging super schnell, die Betroffenen wurden gehört, wurden ernst genommen. Das waren keine beschissenen Vernehmungen, wie man sie manchmal hat. Da waren ordentlich Leute dahinter, die das vorangetrieben haben. Und was letztendlich auch zum Erfolg führte, so, ne? In einer kurzen Zeit. Und dann gibt es sozusagen noch Ermittlungen, auch 2018, die bis heute nicht abgeschlossen sind. 1.9.2018. Wir sind jetzt über 3 Jahre danach. Es ist noch kein Termin, dass gerade mal die Anklage da Zeit. Das ist alles schuldmindernd so für die. Und das hat keine Auswirkung mehr. Und es ist auch kein Signal mehr danach. Man hat immer irgendwo ein Misstrauen gehabt. Und man hat von vielen Leuten Sachen gehört, wie die sich plötzlich getraut haben zu sprechen. Das hätten die vorher nicht gemacht. Es war wieder mal ein Stück weit salonfähiger geworden, dass man Leute anpöbeln kann. Das war für mich der eigentliche Kern, was hier in Chemnitz Schlimmes passiert ist. Die Auswirkungen für nicht weiße Menschen in der Stadt, das war die eigentliche Hölle für die Menschen. Erste Tage war viele Polizisten da. Beim Camp, wir sind ungefähr 200 oder mehr. Die Leute sind da und wir sind alle nicht so raus und große Probleme für die Nazis, weil sie haben auch beim Asylheim gekommen, ein paar Leute Nazi und dann wir sind 10 Tage ungefähr nur im Camp geblieben, ja. Also was ich denke von 2018 bleibt, ist, dass Nazis nochmal ermutigt wurden, denke ich, dadurch. Also sie sind viel aggressiver geworden. Man hat gesehen, dass die viel einfacher Gewalt anwenden und beleidigen und mutiger geworden sind. Was sich auch geändert hat in der migrantischen Community und auch bei meiner Familie und ich selber, war, dass ich habe gemerkt, dass nach und nach viele Frauen aufhören, Hijab zu tragen. Ich weiß, dass sie gerne Hijab getragen haben und ich auch selber. Ich habe auch aufgehört, Kopftuch zu tragen, weil ich halt die Nachteile gesehen habe, weil ich Rassismus erlebt habe und ich halt es nicht mehr wollte. Ich habe damals keine andere Wahl gesehen. Also in der Öffentlichkeit habe ich viele rassistische Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel, dass man in der Straße läuft und jemand vorbeifährt mit einem Motorrad und beleidigt oder Menschen, die einfach vorbeigehen und von der anderen Straßenseite beleidigen. Und dass man sieht, dass Frauen mit Kopftuch vor allem viele Schwierigkeiten haben in der Öffentlichkeit. Sie ja benachteiligt sind und viel mehr als Männer, denke ich, in der Öffentlichkeit belästigt oder beleidigt werden. Ich selber habe das nicht erlebt, aber das habe ich von meinen Schwestern und Freunden gehört, dass die in der Schule anstatt der Name so Kopftuch genannt werden. Hey, du Kopftuch. So, was ich halt sehr disrespectful finde und das geht gar nicht.
Noch heute beschreiben viele Betroffene von Diskriminierung und rechter Gewalt, dass sie mit den Folgen der Angriffe zu kämpfen haben. Jahre, in denen es keine Gerechtigkeit gab. Jahre, in denen die demokratische Gesellschaft nicht in der Lage war, Rassismus nachhaltig zu bekämpfen. Ich bin Kliemann, ich gehe in eine Realschule. In meiner Freizeit engagiere ich mich politisch. Ich will eigentlich nicht mehr sagen. Und die Mitschüler haben sich dann halt radikalisiert ein bisschen mehr und haben halt gemerkt, dass ich nicht die gleichen politischen Ansichten vertrete. Haben halt da angefangen, mich dann zu mobben deswegen und halt handgreiflich zu werden. Zum Beispiel solche Aussagen im Unterricht, wie die ganzen Kanaken können wir doch wieder abschieben. Oder wer im Geschichtsunterricht sagt, den Juden geschieht das Recht, dann kann man sowas nicht sagen. Das ist dann halt die Gefahr, dass sie in der Gruppe cool sind, die Position nach außen hin erstmal nicht vertreten. Man will zu der Gruppe dazugehören und passt sich dem halt dann so an und so radikalisiert man sich auch. Und das ist auch eine Strategie der Rechten. Auf dem Klassenchat standen öfters Bemerkungen wie, man soll doch die ganze LGBTQ-Community verbasen, auch andere klare volksverhetzende Dinge. Zum einen denke ich, dass das vor allem durch die Eltern kommt. Und dann muss man leider sagen, dass die neuen Rechten eine relativ gute Strategie auch im Internet haben, die sie vertreten. Die hören Techno, man merkt aber trotzdem in den Texten, dass das rechter Techno ist. Rap, Chris Ares, dann halt rechte Bands wie Erschießungskommando, die alten Texte von Freiwild und Böse Unruhs. Also diese Frage zu beantworten, was es mit mir gemacht hat, ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Natürlich hat es mich psychisch sehr gestört, aber ich musste damit umgehen. Also ich hatte keine andere Wahl. 1/12/2017 ما كنت اطلع من البيت، لا ابدا، ضليت سنتين ما اطلع من البيت عشان القصه نفسها، واذا طلعت مضطر امشي اتلفت حوالي خايف ما اطلع لحالي اخذ معي ناس. هلا في كثير شغلات تغيرت من بعد الحادثه، مثل علاقتي مع زوجتي، علاقتي مع اولادي، مع لسه عندي عمليه. طبعا في وجع، يعني غير الوجع الجسدي، الوجع النفسي اللي سبب لي انا هذا السن حطه تلزيق. يعني لا أكل بحسن آكل مثل العالم، لا كنا نقعد مثلا على الأكل نقعد مع بعض. أنا لما كنت آكل كنت قيم السن، وأولادي ما كانوا يتحملوا المنظر، ما يقعدوا معي ياكلوا لحالهم صاروا. في نقطة كمان، الأوكا تبع العمليات ما اعترفوا لي على المصاري، دفعتهم على حسابي لأنه اعتبروها تجميل. لهلا دافع شيء 2000 يورو، لأنه أنا بآمن بالقضاء والقدر، يعني ممكن تصير بأي مكان مو شرط بكمنس، يعني والعنصرية موجودة بكل مكان مو بس بألمانيا. كعيشة أنا بحبها كتير كمنس كتير، يعني هذا الشيء صار معي ما أثر علي أبدا بالموضوع، بس صار عندي خوف من يعني خصوصا بالليل لما أمشي إنه حدا يكون سكران أو شيء أو يمرق نازي وراي يغدرني غدر. أما وش لوش أنا ما بخاف غير من اللي خلقني. هلا أنا لما كنت على جوب سنتر كان عندي موظفة الحمد لله كتير كويسة، يعني تتعامل معي بشكل لطيف جدا. حتى موظفين الأوسلاندر بيهوردا كانوا كتير، يعني أي مكان فوت عليه كتير لطفة. بس أنا في شغلة إنه اللي يعني قلت لك أنا من 2017 أخذت البي1. كان في أمور كتير كنت ناوي أعملها، تأخرت كتير بهالسنتين ونص اللي قعدتهم بالبيت، أو فترة العلاج تبعي أو العمليات اللي عملتها أخرتني كتير. يعني اللي أجوا بعدي صاروا أحسن مني كوضع معيشي، اندمجوا أكتر، عملوا شغل، أنا مرتي هلا موظفة، عرفت؟ أنا كتير تأخرت. يعني هلا أنا أتخيل عم عيد البي1 هلا، لأنه لما رحت بعد ما عملت أوس بيلدونج أو فايتا بيلدونج عملوا لي تحديد مستوى، طلعت أزفاي. هلا عم برجع عيد البي1. عملت وخلصت فايزر. يعني اللي قبلي اجوا كلهم اخذوا الاقامات الدائمه، انا لسه ما اخذتها. مرتي اخذتها، انا لسه ما اخذتها.
لأنه ما عندي شغل. إلا أنا ماني جاي هون أقعد إعالة على المجتمع أو مشان آخذ معونات من الجوب سنتر أو شيء. أنا ماني على الجوب سنتر هلا، بس إلا أنا كنت موظف بالسعودية راتبي 30 بوصل من 30 ل 40 ألف دولار بالشهر. عرفت؟ ماني جاي أدور على 300-400 يورو. أنا كان طموحي أكبر من هيك بكتير. جيت مشان أولادي. Zum Beispiel, wenn ich laufe in der Straße, wenn die Deutschen so mich guckt, ich verstehe, dass sie guckt rassistisch. Ja, ich will in Chemnitz bleiben, aber das natürlich, ich habe ein bisschen auch Angst. Jedes Mal kriegst du eine Probleme und dann hast du Angst. Wenn du hast Kinder oder heiraten oder hast du eine Familie, du hast Angst über deine Familie. Ja, kann man sagen jetzt, dass in Chemnitz, das war der beste Platz für die Nazi, weil sie wohnen dort und ich glaube eine Nazi von Dortmund, ja, sie war in Hilbersdorf gezogen, die anderen auch jetzt mit ihm. Jetzt wohnen und zusammen, weil ich sehe auch in der Frankenberger Straße in vielen Wohnungen mit Nazi-Fahne, das kannst du auf der Straße laufen und dann siehst du auch. Aber das war richtig problematisch, weil sie haben keine Angst und jemanden kontrolliert nicht. Aber sie leben gut. Und es war gar keine Probleme. Aber bei uns, sie machen unser Leben ist nur kaputt, nur war traurig und so. Politische Probleme. Hintergrund sind struktureller Rassismus, militante Neonazis, organisierte und in der Stadt, die überwiegend auf eine weiße Bevölkerung hat. Politische Probleme. Hintergrund sind struktureller Rassismus, militante Neonazis, organisierte Neonazi-Strukturen, des CFCs, Unternehmen, die Neonazis gehören, die Neonazis arbeiten. Chemnitz ist eine Stadt, in der sich Neonazis seit Jahrzehnten durchführen, gefestigte Strukturen aufgebaut haben und eine absolut funktionsfähige Infrastruktur besitzen. Aus der NSU nach seinem Untertauchen aus China direkt nach Chemnitz gezogen ist, ist absolut kein Zufall. NSU kann sich auf ein sehr breites Unterstützerfeld zählen, vor allem aus dem Umfeld des CFCs. In Chemnitz fanden die ersten Überfälle, die ersten Banküberfälle statt. Der NSU arbeitet allein hier in Chemnitz und Geld in den 5-stelligen Bereich. Alleine bei einem Überfall waren es über 30.000 D-Mark. Der NSU hat hier auch in Chemnitz in mehreren Wohnungen gelebt, die konspirativ von der örtlichen Neonazi-Szene angemietet wurden. Und auch hier wird ihm die Jazzclaw ihre erste Blutwaffe übergeben. In organisierte Strukturen gibt es in Chemnitz eine sehr breite rechte Subkultur. Es gibt das Musiklabel PC Records, eine breite rechte Security-Szene, Kampfsports-Events, Vereine und Kameradschaften, die national, aber auch international vernetzt sind. Seit den 90er Jahren ist also bis heute so. Es ist eine Mischung aus zum einen eine Art Fluchttrieb, auf der anderen Seite sieht man die Wichtigkeit, irgendwo zu sagen, okay, wenn jetzt was passiert, möchte ich da sein, um Menschen doch dabei zu helfen, zu unterstützen. Und diejenigen, die hier geblieben sind, die nicht privilegiert sind, erleben de facto täglich wöchentlich Angriffe und Übergriffe, vor allem durch rechte Strukturen. Wenn wir eine kontinuierliche antifaschistische Zusammenarbeit in Städten und Hochburgen, in den Provinzen auch gewährleisten können und verschiedene demokratische Organisationen zusammenarbeiten und gemeinsam kämpfen, dann können wir auch solche Ausschreitungen verhindern. Wir müssen uns selbst und gemeinsam organisieren, um auch handlungsfähig zu sein. Dazu muss sich die Gesellschaft ihrer Stärke bewusst werden und alle sozialen Gruppen müssen autonome und demokratische Organisationen bilden. Obwohl es in Chemnitz einen Wohnungsleerstand von 15% und eine Durchschnittsmiete von nur 5,30 € pro Quadratmeter gibt, fördert die Stadt kaum subpolitische Raumgewinnung. Die Forderungen nach einem großen Raum als Treffpunkt für Jugendorganisationen und selbstorganisierte migrantische Strukturen werden immer lauter. Einer der Gründe, warum ich mich politisch einsetzen könnte, war, denke ich, dass es wenig Räume gibt, wenig Möglichkeiten gibt, sich politisch auszubilden und Leute zu treffen, die auch politisch interessiert sind.
Und bei mir war es halt nach dem Black Lives Matter Movement, das war der Stelle, wo ich wirklich ermutigt wurde, wo ich gesagt habe, dass es reicht. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich muss mich nicht ändern, sondern die Gesellschaft muss sich ändern. Und danach habe ich halt versucht, mehr darüber zu reden, dass es nicht in Ordnung ist, dass es mich stört. Oder wenn was mir nicht gefallen hat, habe ich das direkt gesagt. Viele haben gesagt, dass es langsam nervt mit der Rassismus-Sache. Aber ich habe halt immer gesagt, es nervt euch darüber zu hören, aber was denkt ihr, was die Leute machen, die das tatsächlich erleben? Denen nervt es auch. Also ein Raum, den ich mir wünschen würde, ist ein Platz, wo sich Deutsche und auch migrantische Community treffen könnten, vor allem migrantische Frauen, und sich einfach über verschiedene Themen unterhalten konnten und sich politisch weiterbilden könnten. Es kann für mich nicht sein, dass wir ein sogenanntes Begegnungszentrum von rechts haben, aber kein Begegnungszentrum, wo sich migrantische Gruppen treffen. Die Gelder sind halt zusammengestrichen worden. Es wird gesagt, es kommen weniger, wir brauchen es nicht mehr. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir ein Zentrum haben, wo sich also nicht nur migrantische Leute treffen, sondern die Leute mit ihnen und nicht ein Zentrum machen für, sondern mit. Man muss die Stadt zwingen, sich da zu beteiligen. Ich denke, man kann sich da nicht verlassen, weil von alleine passiert das meistens nicht. Die Sachen, die gefördert werden, die sind alle befristet, kurzfristig und nichts Langfristiges. Es sind immer wieder die gleichen Leute, die da was anstoßen. Und da verlassen sich auch viele drauf. Ich würde mir da wünschen, dass es mehr Unterstützung von der Stadt gibt, dass sie dann auch mal von sich aus sagen, hier, wir sind dort dabei. Es haben sich, glaube ich, auch viele neue Gruppen gefunden, neue Leute gefunden, die was machen wollten. Aber bin ich dabei wahrscheinlich auch mit dabei zur Demos. Und habe mich so mit dem Thema eigentlich am Anfang auch erstmal beschäftigt. Und die Ausschreitungen 2018 waren auch der Grund, warum ich mich jetzt politisch ein bisschen engagiere. Bei meinem Konzert waren es etwa 50.000 bis 60.000 Menschen. Und es war schon krass, dass man trotzdem sieht, wenn man irgendwas auf die Beine stand von bekannten Künstlern, weil es war es in dem Fall, dass man da trotzdem die Namen mobilisieren kann. Ja, es war einfach irgendwie ein tolles Gefühl zu sehen, man ist nicht allein. Das Problem ist halt nur, es ist ein Tag und es muss weitergehen. Ja, das kann es nicht gewesen sein. Und kulturell werden viele schöne Sachen gemacht, was ich auch gut finde. Aber das reicht nicht aus, um irgendwo Rassismus und rechte Mobilisierungen zu bekämpfen. Also die Vergabe des Titels Kulturhauptstadt 2025 sehe ich als eine Chance für Chemnitz. Und die Frage ist, ob man diese Chance nutzt, auch im Bereich Schaffung einer demokratischen Gesellschaft, Kultur, hier in Chemnitz was nach vorn zu bringen. Und da sehe ich bisher noch viel Luft nach oben. Zwar hat dieser Bereich, wir nennen das ja immer so schön, so vielfältiges Miteinander, Diversität, einen Platz in diesem Bitbook gehabt. Wenn man sich jetzt aber aktuell die Bemühungen dazu anschaut, wie man dieses Bitbook zum Leben erweckt und nicht nur das in so ein Papiertiger ist, braucht es jetzt mal einen ordentlichen Antrieb und eine Kraft, damit das passiert. Vor 1,5 Monaten, ich war im Zentrum. Das war am Samstag. Ich war einkaufen, weißt du. Und danach bin ich nach Hause gegangen. Und in Markthalle, ein Mann in seinem Auto fährt langsamer. Und er hat mich angerufen, sei der Ausländer. Und dann, ich habe so geguckt, er halt mit seinem Auto. Ich bin zu ihm gegangen. Und ich habe ihn gefragt, was hast du gesagt? Er hat mich gesagt, scheiße Ausländer.
Danach ich habe angefangen, ihn zu schimpfen. Ich war sehr wütend, weißt du. Danach er ist mit seinem Auto so gefahren da und er stoppt, er steigt aus und er holt einen Baseballschläger. Und wirklich, das war das erste Mal, dass ich sehe einen Baseballschläger, einen Mann mit, weil ich habe viele gehört, dass die Nazis, weißt du, haben Baseballschläger, nutzen Baseball und angriffen mit Baseballschläger. Er versucht mich zu schlagen, aber ich habe ihn vermeidet. Aber am Ende hat er nicht getroffen, weißt du, meine Hand. Er hat versucht, meinen Kopf zu schlagen und dann ich habe mit meiner Hand meinen Kopf geschützt. Und danach er ist weggegangen und er ist mit seinem Auto gefahren Richtung diese Straße. Das war sehr schlimm und immer ich überlege, was soll ich machen in diesem Moment, weil wirklich ich habe nicht gedacht, dass er schlägt mich. Manchmal ich komme hier und ja, ich erinnere mich und vielleicht ich sage mich, ich sollte was anderes machen, weißt du, weil in diesem Tag ich wollte, dass die Leute dort in diesem Restaurant sehen ihn, weißt du, mit seinem Baseballschläger. Aber ich denke, niemand hat ihn gesehen. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dieser Rassismus und das Hass. Für viele Menschen ist das Leben in Chemnitz gewaltvoll. Der Widerstand gegen die rechte Übermacht, den rassistischen Normalzustand und die fortschreitende Marginalisierung bestimmter sozialer Gruppen erscheint manchmal aussichtslos. Trotzdem haben viele EinwohnerInnen der Stadt den Glauben an ein demokratisches Miteinander noch nicht verloren und wollen weiterhin faschistische Strukturen bekämpfen. Ich lebe schon immer in Chemnitz. Ich habe die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben, trotz den ganzen rechten Zuzügen, trotz AfD, trotz Freien Sachsen, dass sich noch mehr Leute engagieren für Antifaschismus, Antirassismus und dass wir es erleben, dass auch junge Leute, dass migrantische Leute, dass alle Leute in Chemnitz gern leben und das motiviert mich. Ich möchte, dass alle Leute Rassismus und Hass kämpfen, dass wir kommen alle Leute, die wollen in Frieden leben und die wollen, dass Chemnitz ist eine Stadt für alle, ist eine Stadt für alle. Ich denke, dass wir müssen über Rassismus reden, wir müssen mit jungen Leuten, mit Altfrauen, mit aller reden über Rassismus. Abschließend würde ich mir einfach wünschen, dass alle Strukturen, egal ob Ost und West, sich solidarisieren, weil das sehr, sehr wichtig ist, also gerade auch für die Menschen hier, dass sich die Menschen, denen es besser geht, in den Bundesländern einfach bewusst werden, dass es nicht überall so gut ist, dass auch dort einfach der Fall sein kann, dass die Strukturen mal genauso werden. Und ich würde mir für hier wünschen und das auch eigentlich einfordern wollen, dass die Menschen hier einfach sich mal über ihre Lage bewusst werden. Um sowas zu bekämpfen, gehört Kompetenz und das bedeutet Konfliktfähigkeit, ein ehrlicher und offener Austausch untereinander und Solidarität. Das ist eigentlich das Wichtigste und nicht nur davon zu sprechen, sondern das tatsächlich umzusetzen. Wir müssen die Aufgaben selbst übernehmen, die der Staat nicht leisten kann. Faschismus findet da Raum, wo eine teilnahmslose, schwache Zivilgesellschaft lebt. Echte Macht und Hegemonie können wir nur durch eine starke, autonome, zivile und militante antifaschistische Organisierung brechen. Organisiert euch gegen das System für eine bessere, demokratische Gesellschaft. Beobachtet und bekämpft FaschistInnen. Organisiert euch zusammen mit migrantischen Freundinnen. Bildet Strukturen zur Verteidigung, zur Recherche und zum Angriff. In Zeiten von Pandemien, globalen Krisen, Repression und Widerstand müssen wir zu Feuerbällen gegen den Faschismus werden. Was ich mir wünsche für die Zukunft ist eine Würdigung und Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Handeln. Sei es Antifa-Gruppen, sei es die Aufstehen gegen Rassismus-Initiative, sei es andere Gruppen, die hier in der Stadt tätig sind. Die Leute brauchen Unterstützung und sie brauchen eine Anerkennung und Würdigung.
Das ist für mich ein wesentlicher Kern neben einer zweiten Forderung, nämlich der klaren Unterstützung von Migranten-Selbstorganisationen in der Stadt. Gebt diesen Leuten Raum, gebt ihnen Geld und eine Begleitung. Punkt. I'm interested in politics because politics is not interested in me. Bleibt nicht ruhig, redet darüber, wenn es euch stört, dann sagt das. Auch für Leute, die alles in Ordnung ist, seid interessiert in Politik. Setzt euch für Leute ein, die so viele Nachteile in dieser Gesellschaft erleben. Ich habe immer die Fresse gehalten, ich bin immer ruhig geblieben, aber irgendwann hat es gereicht. Versucht nicht, es auszuhalten und das Ganze reinzufressen, sondern redet zurück. Ich habe angefangen, in Kundgebungen, in Demos darüber zu reden und mich für verschiedene Communities einzusetzen. Versucht, euch weiterzubilden, versucht, euch politisch aktiv einzusetzen und wir können alle zusammen diese Gesellschaft verändern und eine bessere Zukunft zu machen.